CDs, die ganz dringend auf Vinyl veröffentlicht werden müssen. Die Vinylhöhle hat vor ein paar Wochen ein Video rausgebracht, wo sie CDs vorstellen, die noch nicht auf Vinyl veröffentlicht wurden. Vielen Dank für diesen Input, denn ich bin daraufhin mal durch meine eigene CD-Sammlung durchgegangen und habe mal geguckt, welche CDs es entweder noch gar nicht auf Vinyl gab oder die ganz dringend mal ein neues Release auf Vinyl bräuchten. So, fangen wir an. Als erstes habe ich hier Das Auge Gottes. Das ist noch nie auf Vinyl veröffentlicht worden. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es überhaupt irgendein Release von Das Auge Gottes gab, das es auch auf Vinyl gab. Das Auge Gottes, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es die überhaupt auf Spotify gibt. Warum auch immer. Ganz dringend hier vor allen Dingen der Song Vorbei ist vorbei. Das ist eine super Nummer, kann man sich gerne mal anhören. Großartiger Song, aber eben nur auf CD, ist noch niemals auf Vinyl veröffentlicht worden. Schade eigentlich. Als nächstes haben wir hier Clawfinger, ja, das Album Deaf, Dumb, Blind, das Debütalbum der Schweden waren es, glaube ich, Skandinavier jedenfalls, aus dem Jahre 1993. Hier natürlich mit dem großartigen Song, heute würde man wahrscheinlich politisch korrekt N-Word-Song sagen, aber ihr wisst, was ich meine, aber auch The Truth ist hier drauf. Don't Get Me Wrong, Catch Me Warfare, super Nummer, super Album. Da gab es ein Release zur Veröffentlichung, 93, aber danach leider keine Releases mehr auf Vinyl. Das könnte man gerne mal ändern. Als nächstes haben wir hier Dredg, das Album Catch Without Arms. Das gibt es wohl auf Vinyl, aber nur ganz extreme, limitierte Auflagen, die auch nur irgendwo merkwürdig zu beziehen sind. Also im Schallplattenland habe ich das Ding noch nie gesehen, auf Vinyl. Das finde ich extrem schade und das nervt tatsächlich ein bisschen, weil diese extrem limitierenden Auflagen dann auch direkt immer einen ganzen Streifen Kohle kosten. Deswegen hier ist auf jeden Fall Luft nach oben, das Ding mal auf Vinyl rauszubringen. Dann haben wir als nächstes von einer Band direkt zwei Alben, Fishmob, Männer können seine Gefühle nicht zeigen und Power. Diese zwei Alben wurden jeweils zum Release auch auf Vinyl veröffentlicht, also 95 und 98, aber leider jeweils nur ein Release. Wenn man mal eine Version irgendwo findet, zahlt man direkt dreistellige Beträge dafür. Das ist halt doof so. Deswegen, wenn ihr noch irgendwie Kontakt dazu habt, gerne mal wieder ein Re-Release. Fände ich super. Als nächstes haben wir hier ein Kollaborationsprojekt, nämlich die Fantastischen Vier und die Megalomaniacs haben ein Heavy Metal Album gemacht, Mega 4. Super. Genug ist genug ist genug und also da sind einfach nur ganz tolle Nummern drauf. Das ist halt ein Punk Heavy Metal Album oder das Thrash Metal Album. Das hat echt Spaß gemacht. Das wurde damals veröffentlicht, auch auf Vinyl, auf einer 2x10 Inch. Aber das war es dann auch schon. Danach nie wieder. Leider wirklich nie wieder. Ich habe keine Ahnung, ob man das mal machen kann, aber hier, ich nehme das wohl gerne. Ich würde da gerne mal ein Re-Release von haben. Bei der nächsten Band haben wir auch wieder zwei Alben, nämlich Nationalgalerie. Das Album Indianer, hier ist Indianer und Mescalin. Die beiden Alben wurden tatsächlich auch nur einmal auf CD veröffentlicht und niemals auf Vinyl. Das sind die beiden CD-Veröffentlichungen. Nils Frevert, der Sänger, Komponist, ist ja noch irgendwie unterwegs. Ich weiß nicht, vielleicht kann man den mal irgendwie anschreiben, denn auf Vinyl sind die nie veröffentlicht worden. Das könnte man doch mal machen. Allein schon wegen Evelyn und hier, was ist hier drauf? Genau, entmaterialisieren. Das sind einfach großartige Nummern. Überhaupt, die ganzen Alben kann man sich echt gut anhören. Und deswegen würde ich mich hier ganz extrem über eine Vinyl-Veröffentlichung freuen. Das nächste ist Pink Floyd Pulse. Ja, ich weiß, das gibt's auf Vinyl. Das hier ist die Version mit der blinkenden Lampe, die damals im Laden ganz schön
für Furore gesorgt hat. Ich habe auch hier die Doppel-DVD davon und ich habe auch die Laserdisc davon, habe ich mir damals gekauft. Laserdisc, hier, Laserdisc, eine große CD mit Bild. Aber die Vinylfassungen davon kosten immer direkt dreistellig. Macht doch eine Budget-Version davon. Ja, es werden auch 4 LPs werden, aber das kann man doch unter 80 € rauskriegen. Das ganze Bonusmaterial weg, einfach nur die Schallplatten. Gilt übrigens auch für das Smashing Pumpkins Album, das habe ich jetzt nicht rausgesucht. Melancholy and the Infinite Sadness. Auch das einfach mal ohne diesen ganzen Bonuskram. 4-fach LP müsste für unter 80 € zu schaffen sein. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Als nächstes habe ich hier eine deutsche, ja, was ist es? Thrash Metal Band. Das ist Rammstein in besser. Wobei das hier vor Rammstein war. Also, wenn man jetzt böse sein könnte, könnte man sagen, Rammstein haben sich Schweißer als Vorbild genommen und haben das Ganze dann langweiliger gemacht. Schweißer, das Album hier, Willkommen im Club, ist einfach nur großartig. Aus dem Jahre 96. Habe ich, glaube ich, richtig im Kopf? 96? Ja, 96. Das Herzeleid-Album von Rammstein kam ein Jahr früher raus. Und das ist aber schon das 3. Album von Schweißer. Auch das ist leider noch nie auf Vinyl veröffentlicht worden. Das finde ich extrem schade. Und deswegen, ich weiß keine Ahnung, ob die Bandmitglieder noch irgendwie unterwegs sind, aber hier, Schweißer, ist großartig. Beim nächsten haben wir auch wieder 2 Alben einer Band, nämlich der von der Band Terry Hoax. Terry Hoax war für mich immer die bessere Hannover-Band neben Fury in the Slaughterhouse. Die haben einfach, meiner Meinung nach, ein besseres und etwas ausgefeilteres Songwriting gehabt als die Furies. Und ich war da auch öfters auf Konzerten, das hat echt Spaß gemacht. Das Freedom Circus Album habe ich tatsächlich nach langer Suche mal gebraucht auf Vinyl gefunden. Aber diese beiden, Splinterproof und Den Kindern geht es gut und sie lassen grüßen, das kann man wirklich nochmal auf Vinyl veröffentlichen. Terry Hoax ist noch unterwegs. Ja? Also warum nicht mal ein Re-Release von diesen beiden Alben machen auf Vinyl? Ich würde mich extrem darüber freuen. Beim nächsten haben wir auch wieder, von der nächsten Band auch wieder 2 Releases, nämlich Tool. Das Enema-Album und 10.000 Days. Enema gibt es tatsächlich auf Vinyl, aber seit langem keine neuen Releases mehr, sondern ganz, ganz viele unofficial Releases. Das heißt, wenn man irgendwo das Ding sieht, im Plattenladen oder auf dem Flohmarkt, kann man sich nie sicher sein oder beziehungsweise nicht ohne großartig rumzusuchen oder in irgendwelchen Datenbanken nachzusuchen, ob es sich hier wirklich um ein echtes Release handelt oder um ein Bootleg. Deswegen, Tool könnt ihr ja mal tun. Bei 10.000 Days ist es so, das ist hier auch diese Aufgabe mit diesen Lupendings hier. Das Ding ist offiziell nie auf Vinyl rausgekommen. Da gibt es nur diese CD-Variante, das heißt wahrscheinlich noch ein paar andere CD-Varianten, aber offiziell niemals auf Vinyl veröffentlicht, sondern nur ganz, ganz viele unofficial Releases. Und ich finde irgendwie, wenn es so viele unofficial Releases davon gibt, dann sollte es ja auch irgendwie einen Markt dafür geben. Also können sich Tool vielleicht auch mal denken, oh, den Markt können wir auch lieber selber abgreifen, anstatt hier so eine Billo-Produktion, wo wir nichts von haben, an andere Leute abzugeben. Deswegen Tool, das könnt ihr bestimmt mal machen. Als letztes habe ich hier Zinnober. Wer Zinnober nicht kennt, das werden wahrscheinlich viele sein, das ist eine weitere Jan Plewka Side-Project Band. Jan Plewka, der Sänger von Selig. Das hier, Zinnober, neben Tempo, das war mit Marek Harloff, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren super Side-Projects von Jan Plewka. Hier gab es eine Vinyl-Auflage im gleichen Jahr, wie das rausgekommen ist, in 2004, aber danach nicht mehr. Und von Tempo, glaube ich, gab es gar nichts offiziell. Deswegen, Jan Plewka, Herr Plewka, wenn Sie das lesen, sehen, davon hätte ich gerne ein Re-Release. Es sind einfach super Nummern drauf. Hier hinterm Licht, im Grunde ist super.
Seid, was ihr scheint, Auswege ohne Ziel, Schein, Schein. Einfach super Songs, ein großartiges Deutsch-Rock-Pop-Album. Achso, übrigens hier, im Grunde, der Song Im Grunde wurde von T.S. Ullmann auf seinem Coveralbum Gold gecovert. Da heißt das Ding Tausendschön. Warum sie sich da einen anderen Namen ausgesucht haben, keine Ahnung. Also Zinnober, das Album. Bitte ein Re-Release auf Vinyl. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt, wenn man darüber redet. Vielleicht sieht es ja der eine oder andere und dann kann man da vielleicht mal was auch machen. Mich würde es sehr freuen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht alleine bin bei diesen Re-Releases. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Bis dann.